Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Lang ist es her, seit ich das letzte Video gemacht habe. Dazwischen lagen einfach die großen Sommerferien. Alle meine 6 Kinder waren zu Hause. Wir haben viel unternommen. Wir haben eine große Skagerrak-Tour durch Dänemark gemacht. Einmal die Nordsee hoch und die Ostsee wieder runter. Wir kennen jetzt wirklich komplett ganz Dänemark. Einige haben vielleicht die Tour durch Dänemark auch auf Instagram verfolgt. Ihr könnt es auch jetzt noch dort angucken. Deswegen kommt jetzt zur Entschädigung eine besonders schöne, wunderbare, leckere Torte. Und zwar eine Zwetschgen-Sahnetorte mit einem wunderbaren Nussbiskuit, der so richtig herbstlich daherkommt. Da könnt ihr auch die Nüsse durch Mandeln ersetzen, wenn ihr Nüsse nicht vertragt. Und einer wunderbaren Fülle aus Zwetschgen oder Pflaumen und natürlich Sahne, satt und gehackten, gerösteten Nüssen obenauf und an der Seite. Ja, und was ihr für diese wundervolle Torte benötigt, das zeige ich euch wie immer im Anschluss. Und zwar benötigt ihr 6 mittelgroße Eier. Am besten sollten sie schon Zimmertemperatur angenommen haben. Ich achte bei meinen Eiern immer darauf, dass es Bio-Eier sind und dass die Küken, die männlichen Küken mit aufgezogen werden. 100 Gramm Zucker, 40 Gramm Semmelbrösel, ein Päckchen Vanillezucker, optional einen Esslöffel Rum, den könnt ihr natürlich auch weglassen. Und wir brauchen Haselnüsse oder eben Mandeln. Und die kann man sich auch noch ein bisschen rösten, dann wird der Boden noch würziger, 150 Gramm. Für die Füllung und die Dekoration der Torte benötigt ihr dann 1 Kilogramm Zwetschgen oder Pflaumen, einen Teelöffel Zimt, 100 Gramm Zucker, 30 Gramm Speisestärke, da könnt ihr auch ein Vanillepuddingpulver zum Beispiel nehmen, 100 Milliliter Zwetschgenwasser. Ich habe jetzt hier einen Reneklodensaft, weil ich so viele Renekloden im Garten hatte und die alle verarbeitet habe zu Saft, zu Likör, zu Kompott und allem Möglichen. Aber da könnt ihr auch einen Apfelsaft nehmen oder eben ein Zwetschgenwasser. Das ist ganz euch überlassen. Hauptsache die 100 Milliliter Flüssigkeit kommen mit hinein. Dann benötigen wir noch 500 Milliliter Sahne und noch etwas extra für die Dekoration. Das habe ich immer gern in der Hinterhand. Ihr wisst ja, ich nehme immer zu viel Sahne. Ein Päckchen Vanillinzucker habe ich diesmal, damit die Sahne einfach wirklich schön weiß bleibt. Aber ihr könnt natürlich auch Vanillezucker nehmen. 2 Päckchen Sahnesteif und für die Dekoration nochmal so etwa 50 Gramm gehackte Nüsse. Was noch fehlt, ist natürlich unsere Form für den Biskuit. Da nehme ich eine 26 cm Springform und die solltet ihr am Boden mit Backpapier belegen, die Ränder nicht einfetten, damit der Biskuit wie immer schön hochsteigen kann. Das Rezept findet ihr im Ganzen auch nochmal zum Ausdrucken bei mir auf dem Blog. Hier unten in der Infobox schreibe ich euch den Link rein, beziehungsweise verlinke euch das direkt auf dem kleinen i auch. Das erste, was wir bei einem Biskuit machen müssen, ist natürlich den Ofen vorheizen. Das ist sehr wichtig, denn der Biskuit darf nicht lange stehen. Wer noch nie einen Biskuit gebacken hat, keine Angst, es ist ganz einfach und ihr findet bei mir auch weitere Videos, Grundlagenvideos dazu, und zwar das Biskuit-Grundlagenvideo für den weißen Biskuit und das andere verlinke ich euch auch dort oben, nämlich das Video für den Schokoladenbiskuit. Und in beiden Videos zeige ich euch ganz ausführlich alle Tipps und Tricks für das Gelingen eines total luftigen und lockeren Biskuits, der auch wirklich sehr hoch wird und der euch auch garantiert immer gelingt. Also als erstes den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder entsprechend weniger Umluft. Und dann können wir auch schon loslegen mit der Zubereitung unseres leckeren Nussbiskuits. Als erstes die Eier trennen und die Eiweiß in die große Rührschüssel geben, Eigelb in eine andere und dann das Eiweiß erstmal steif schlagen. Eine Prise Salz dazugeben, wie immer natürlich. Den Eischnee steif schlagen und während des Schlagens, wenn er so ein bisschen schon angeschlagen ist, den Zucker hinzurieseln lassen. Wenn der Eischnee so schön steif geschlagen ist, dann können wir die Eigelb nach und nach dazu fließen lassen und das Ganze auf niedriger Stufe einrühren. Das heißt, ich lasse jetzt einfach noch mal kurz laufen und gebe nach und nach die Eier hinzu. Gerade kurz noch den Rest hinzugeben. Und auf niedrigster Stufe verrühren.
Und ihr seht, es bleibt richtig schön dick. Und jetzt können wir uns die Nüsse mahlen und die Semmelbrösel, den Vanillezucker und den Rum, wenn ihr ihn verwenden wollt, gerade noch dann einfach unterheben. Und da brauchen wir jetzt nicht immer die Maschine dafür. Dann nehmen wir jetzt einfach dann den Spatel. So, die Nüsse gerade kurz schön durchmahlen. Okay, unsere Nüsse sind fertig und schön gemahlen und die können wir dann jetzt gleich mit den Semmelbröseln und dem Vanillezucker dann drüber sieben. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört. Das sind die Handwerker, die bei uns vor der Straße irgendwie neue Kabel verlegen müssen. Also nicht wundern, ab und zu ist es etwas laut hier. Den Vanillezucker hinzugeben. Und die Semmelbrösel. Und ich gebe jetzt auch noch den Esslöffel Rum hinzu. Einfach für den Geschmack. Und heb das Ganze schön unter. Und hierbei wirklich nur so lange rühren, bis alles schön homogen verrührt ist. Keinesfalls länger, dann verliert das Ganze seine Fluffigkeit und wird nicht so schön luftig und nicht so schön hoch. Nach kurzem Rühren oder sagen wir mal unterheben ist dann unser Biskuit, unsere Biskuitmasse auch schon fertig. Und wir können sie direkt in die vorbereitete Form geben und auch direkt backen, denn wir haben ja schon vorgeheizt. Und ihr seht, ich habe mir einfach ein Backpapier hier eingespannt. Die Ränder sind nicht gefettet, ganz wichtig, dann kann der Biskuit besser klettern an den Seiten und wird gleichmäßiger hoch. Also nicht einfetten. Und ihr seht, was für eine wunderschöne Masse das geworden ist. Richtig schön dick, wird guten Stand haben und einen super tollen, leckeren Boden abgeben. Das Ganze natürlich jetzt schön glatt streichen in der Form und auch wirklich an den Rand ranstreichen, damit das, wie gesagt, damit die Biskuitmasse schön hochklettern kann an den Wänden der Form. Und ihr wisst ja, ich nehme immer meine Lieblingswinkelpalette. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr unbedingt immer nehmen müsst, damit es für euch richtig ist. Was für euch das unverzichtbare Werkzeug in der Küche bzw. beim Backen ist. Das würde mich ja mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, jetzt ist es nämlich richtig schön gerade und richtig schön perfekt. So schnell geht das. Der Nussbiskuit ist schon fertig und kann gebacken werden. Für 35 Minuten ungefähr, je nach Ofen, bei 180 Grad Ober-Unterhitze, 160 Grad Umluft. Und wichtig ist, während der Backzeit den Ofen nicht öffnen, also nicht neugierig schauen, ist es schon richtig und so weiter. Dann fällt euch die Biskuitmasse, die ist sehr empfindlich, zusammen. Auf jeden Fall erst mal richtig durchbacken lassen, 30 Minuten, dann erst öffnen und dann gegebenenfalls noch nachbacken oder den Kuchen rausholen. Für die Fülle der Torte müssen wir einfach nur die Zwetschgen in einen Topf geben. Die habe ich mir inzwischen eben gewaschen und entsteint. Und habe sie noch ein bisschen kleiner geschnitten, weil sie sehr, sehr groß waren. Da kommt dann unser Zucker noch hinzu. Und das Zwetschgenwasser. Bei mir ist das jetzt der Reneklodensaft. Gewürze nach Belieben hinzufügen. Ich nehme jetzt hier einen Teelöffel Zimt noch dazu. Das Ganze jetzt verrühren, aufkochen lassen und dann mit Stärke abbinden und dann ist unsere Fülle auch schon fertig. Gerade verrühren und das Ganze erstmal aufkochen lassen. Während die Pflaumen jetzt einfach gerade so ein bisschen einkochen dürfen, rühre ich mir schon mal die Stärke an mit etwas kaltem Wasser, gerade anrühren, dass sie nachher nicht klumpt.
Gerade einfach nur verrühren, sodass es eine schöne homogene Flüssigkeit ist. Und dann können wir die Stärke auch schon einrühren in unsere Füllung. Einfach gerade unterrühren hinzugeben. Und schon dickt unsere Fülle an und wir können sie ausstellen, vom Herd nehmen und vollständig auskühlen lassen. So, mein Kuchen ist fertig. Sieht wunderschön aus und hat super toll geduftet. Das ganze Haus duftet jetzt nach Nussbiskuit. Ich lasse jetzt einfach beides über Nacht abkühlen, fülle die Torte dann morgen ganz frisch und werde sie dann auch morgen erst anschneiden. Deswegen, ich rate euch, macht eure Torten auch immer eine über den anderen Tag. Das ist viel angenehmer und man hat dann auch richtig Lust, die Torte dann zu füllen und zu dekorieren. Und man ist nicht schon so erschöpft, weil man alles schon gemacht hat und wieder spülen musste und so weiter und Chaos in der Küche entstanden ist. Also das ist wirklich eine gute Sache. Schreibt mir auch gerne mal rein, wie ihr das macht. Bereitet ihr eure Torten immer in einem Rutsch zu oder braucht ihr dafür mehrere Tage? Vielleicht macht ihr sogar Motivtorten und es dauert dann 3 bis 4 Tage. Früher habe ich ja auch viele Motivtorten gemacht und es hat auch immer sehr lang gedauert. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ja, und wir sehen uns morgen dann zur Fertigstellung der Torte wieder. Boden und Fülle waren nun bei mir über Nacht im Kühlschrank. Beides ist schön abgekühlt und lässt sich jetzt wunderbar verarbeiten. Wir legen uns jetzt alles zurecht. Unsere Tortendrehplatte, unseren Tortenheber, unsere Tortenpappe, den Tortenring und die Palette natürlich. Und natürlich das Schneidemesser, denn der Boden muss jetzt erstmal einmal horizontal durchgeschnitten werden. Ja, und das ist unser Boden, der ist 4 cm hoch. Das heißt, ich schneide ihn auf 2 cm logischerweise. Das kann man hier bei diesem Gerät ganz gut einstellen. Und jetzt einfach hier oben fixieren und durchschneiden. Und ihr seht, das geht super einfach. Jetzt nehmen wir uns den Tortenretter und heben den Boden ab. Und ein wunderschöner Nussbiskuit ist entstanden. Und wir nehmen uns jetzt das als Oberteil und das als Boden. Das heißt, das kommt jetzt auf unsere Tortenpappe. Hier habe ich jetzt Tortendrehplatte und Tortenpappe. Die habe ich mir schon zurecht geschnitten auf die Größe des Bodens, weil ich sie nachher nicht außerhalb sehen möchte. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie natürlich auch ganz lassen. Gebe ich mir hier drauf. Dann schiebe ich mir den Tortenretter hier gleich drunter. Dann kann ich nachher die Torte wunderbar händeln. Jetzt kommt der Tortenring außenrum. Schön festziehen, dass alles gut sitzt. Und wer möchte, kann jetzt den Boden auch noch tränken, zum Beispiel mit einem Zwetschgenwasser oder mit was auch immer ihr möchtet. Jetzt kommt hier die Fülle auf den Boden. Die ist wunderbar abgekühlt und sie duftet ein Wahnsinn, total lecker. Natürlich das Ganze wie immer glatt streichen mit der Palette. Das stellen wir uns jetzt erstmal beiseite und bereiten uns die Sahne vor, die wir ja zu einem Teil hier reinfüllen. Da kommt der nächste Boden drauf und dann wird die Torte noch ringsrum eingestrichen. Also die Sahne steif schlagen. Das sind jetzt erstmal 400 Gramm und den Rest schlage ich mir dann nochmal extra auf, weil wir den ja für die Dekoration benötigen. Ich werde also die Torte mit ungefähr diesen 400 Gramm füllen und dann außen nochmal extra Sahne aufschlagen. Beim Aufschlagen natürlich die 2 Päckchen Sahne steif und den Vanillinzucker einrühren. Erstmal so ein bisschen anschlagen, dann spritzt es auch nicht so. Und dann hier das Sahne steif einrieseln lassen. Und wenn die Sahne richtig schön steif geschlagen ist, also es muss wirklich so sein, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt, dann könnt ihr sie für die Füllung der Torte verwenden. Bei mir war der Tortenboden kurz in der Tiefkühltruhe, damit er einfach schön kalt steht zwischendrin. Also immer schön kühlen, alle Zutaten, wenn man die Torte füllt. Das ist ganz wichtig, damit sie auch gut Stand hat. Gerade wenn das so ein
so ein sensibles Teil wie diese Torte jetzt ist, die keinen Zwischenboden hat. Jetzt kommt hier die Sahne oben auf. Und ihr müsst, wie gesagt, nicht alles verwenden. Es kann auch einfach mit so 300 Gramm sein und der Rest dann noch für außen. Aber ich werde jetzt alles verwenden, damit ich einfach eine schöne Sahneschicht habe. Palette. Und deswegen ist es auch wichtig, dass unsere Pflaumenfüllung jetzt gut gekühlt ist, damit einfach sie unten drunter nicht so verrutscht. Und vorsichtig jetzt alles schön verstreichen. Soll sich ja möglichst nicht vermischen. Und ich nehme jetzt wirklich die 400 Gramm Sahne. Alles ist schön verstrichen. Jetzt können wir uns den Deckel aufsetzen. Das Backpapier natürlich erstmal noch abziehen. Vorsichtig. Und so können wir jetzt den Deckel gut oben aufgeben. Gut festdrücken, damit keine Luftlöcher entstehen. Also von der Mitte so ein bisschen zu den Außenseiten hindrücken. Und dass alles schön gleichmäßig wird. Der Rohling ist fertig. Und ich stelle mir den jetzt eine halbe Stunde nochmal in den Tiefkühler. Ihr könnt ihn auch eine Stunde in den Kühlschrank bringen. Ihr könnt ihn auch direkt verzieren, aber ich rate euch davon ab. Es ist einfach günstiger, wenn die Torte sich schön gefestigt hat für die äußere Dekoration. Also immer besser zwischendurch mal eine Kühlzeit einlegen, in der Zwischenzeit die Küche aufräumen und vielleicht auch schon die Sahne für außen vorbereiten, die Nüsse hacken und so weiter. Das kann man alles jetzt erledigen in dieser Zeit und dann hat man nachher auch keine Probleme. Ich habe meine Küche zwischendurch aufgeräumt und jetzt hacke ich mir schon mal die Nüsse für außen grob. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie dann auch noch in einer Pfanne gerade kurz anrösten, ohne Fett natürlich. Dann werden sie noch leckerer und schmecken richtig schön würzig. Jetzt werde ich mir das Ganze noch in der Pfanne ohne Fett rösten, damit die Torte von außen so richtig schön würzig und knusprig schmeckt. Die Nüsse einfach nur so lange ohne Fett rösten und so ein bisschen hin und her bewegen, bis sie zu duften anfangen und dann kann das Ganze auch schon vom Feuer genommen werden. Das reicht auch schon. Jetzt noch die restliche Sahne für außen steif schlagen. Wie gesagt, ich nehme da gerne vegane Sahne, weil die total weiß aussieht. Nicht so gelblich wie die Kuhmilchsahne. So, fertig. Das geht ziemlich schnell bei veganer Sahne. Ich habe auch immer gern noch ein zweites Päckchen in der Hinterhand. Einfach, wenn ich nicht auskomme. Also am besten wirklich für so eine große Torte habe ich immer 1000 Milliliter Sahne mindestens im Haus. Meine Torte kommt aus dem Tiefkühler. Sie ist schön kalt und ich löse jetzt vorsichtig hier den Ring. Erstmal einmal so ein bisschen entlang fahren. Ist vielleicht gar nicht nötig, aber einfach damit nichts hängen bleibt. Aha, da klingelt auch schon die Uhr. Also eine halbe Stunde war sie jetzt bei mir im Tiefkühler. Den Ring aufmachen und vorsichtig hochziehen. Jetzt können wir uns die Torte von außen einstreichen mit der Sahne. Hier oben gerade verteilen. Erstmal einfach so grob, dass die Krümel gebunden sind. Wenn die Torte so aussieht, könnt ihr sie gerade mit der Teigkarte ganz vorsichtig einmal glatt abziehen oder halbwegs glatt. Es muss nicht viel sein, dass man einfach den überschüssigen Rest abnehmen kann. So, die Torte ist rundum eingestrichen. Jetzt fehlen natürlich noch die Haselnüsse und die Dekoration obendrauf.
Bleibt auch gut kleben. Es macht auch nichts, wenn ein bisschen was oben drauf kommt, weil wir werden da eh noch die Nüsse dann noch drauf werfen am Schluss. Jetzt die restlichen Nüsse gerade abnehmen mit dem Backpinsel und obendrauf noch schön verteilen. Auf jeden Fall einmal so außen rum. Eine richtig schön herbstliche Torte wird es. Dafür markiere ich mir jetzt die Torte mit dem Torteneinteiler in 16 Stücke. Mittig auflegen, ein bisschen andrücken. So, jetzt noch die Sahnetupfen aufsetzen. Sie sollten groß genug sein, damit einfach die Viertelpflaumen dann auch drauf passen. Oder je nach Größe, die ihr verwendet. Am besten nicht so groß, sonst wird es so arg schwer von oben. Fast fertig. Fehlen nur noch in der Mitte die restlichen Nüsschen und natürlich die Pflaumen. So, die Nüsschen, die gebe ich mir jetzt als erste oben drauf in die Mitte einfach nochmal so. Sehr schön. Jetzt noch die Pflaumenviertel oben auf und ich überlege mir gerade, wie ich sie aufsetze, so dass man das Blaue schön nach außen sieht. Gerade so ein bisschen anlehnen. Mit der schweren Seite nach unten. Und die letzte Pflaume wird aufgesetzt. Und fertig ist unsere wunderhübsche Pflaumentorte. Ich habe sie, glaube ich, nicht ganz mittig gesetzt oder es wirkt irgendwie so ein bisschen eirig. Aber ich bin auch aus der Übung, das müsst ihr mir verzeihen. Das wird bald wieder. Dann schneide ich das gute Stück mal an. Und hier ist unser leckeres Stück. Es hängt so ein bisschen Pflaume vorne raus. Ich würde beim nächsten Mal die Füllung auch unbedingt einfach nochmal durchpürieren, dass keine Stückchen drin sind, weil das macht das Ganze so schwierig dann für den Anschnitt. So, wahnsinnig lecker. Das Problem war jetzt beim Anschneiden einfach, dass die Pflaumen ein bisschen zu groß geschnitten waren. Also schneidet die Pflaumen wirklich schön klein oder püriert das Ganze sogar, dann hält das auch viel besser beim Anschnitt und ich probiere jetzt einfach mal für euch. Also die Nüsse, die Haselnüsse schmeckt man sehr stark raus. Der Nussbiskuit ist sehr würzig und schmeckt wunderbar. Dann dazu dieser wunderbare Pflaumenkompott und die Sahne. Also ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist ja klar, dass es lecker schmeckt. Probiert diese Torte unbedingt aus und alle wichtigen Änderungen schreibe ich euch natürlich auf den Blog und dann wird sie euch auf jeden Fall gelingen. Und das müsst ihr unbedingt nachbacken, ist einfach traumhaft herbstlich lecker. Das war meine großartige Zwetschgen-Sahnetorte. Ich schreibe euch das Rezept mit allen genauen Mengenangaben und der genauen Beschreibung auf den Blog. Und ich hoffe, dass ihr die Torte einmal nachmachen werdet. Vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen, wenn euch das Rezept gefallen hat. Den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchen-Video, zumindest wenn nicht gerade Ferien sind. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag. Tschüss!